Monat fast, Ende 36. Woche, und du wirst langsam dich vorbereiten für normale Geburt. Du weißt aber nicht, was die richtigen Maßnahmen sind. Und jeder gibt dir viele Beratungen und Tat und Rat und Tipps und Tricks, was am besten ist. Teilweise wegen irgendwelcher Diagnose von deiner Klinik oder deinem Frauenarzt bekommst du irgendwie diesen Hinweis, falls sie nicht am Termin entbunden haben, dann müssen sie eingeleitet werden. Und du willst das nicht. Du willst alles in natürlichem Prozess haben und auch bis zu Termin langsam dich natürlich vorbereiten. Dann bist du richtig bei mir. Lass dich überraschen. Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Parisa Aliosi. Ich bin eine freiberufliche Hebamme, über 27 Jahre Erfahrung als Hebamme. Und heute möchte ich euch erklären, wie kann man sich ab 36. Woche bzw. Ende 36. Woche für normale Geburt sich vorbereiten. Und diese Maßnahmen, was ich euch erzähle, heißt nicht, dass du von heute auf morgen Wehen bekommst und Panik bekommst und so, oh Gott, was soll ich machen, wenn ich jetzt entbinde oder morgen? Ich habe morgen meinen eigenen Geburtstag oder ich habe morgen, keine Ahnung, irgendwo eingeladen und ich will nicht morgen entbinden. Nein, diese Maßnahmen heißt, sie bereiten langsam im Voraus bis zu deinem Termin deinen Körper bereiten vor, dass du bis zu deinem Termin langsam nah an der Geburt wirst und auch entbinden können. Deswegen brauchst du gar keine Angst haben. Du kannst ruhig diese Maßnahmen machen und mit einer sehr, große Wahrscheinlichkeit ist, dass du nicht übertermin wirst und auch nicht danach eingeleitet werden muss. Dann kannst du ganz normal dich vorbereiten bis zu deinem Entbindungstermin. Okay. Eine Maßnahme davon ist normale Sex, Geschlechtsverkehr. Normale Geschlechtsverkehr mit dieser ganzen Phase heißt, durch den Geschlechtsverkehr und Sex produziert so viele Oxytocin in deinem Körper. Oxytocin, außer eine Bindungshormone, ist auch zuständig für normale Geburt und danach auch für Stillen. Und wenn du über Geschlechtsverkehr diese Oxytocin bekommst, brauchst du auch, wie gesagt, keine Angst haben, dass du morgen entbindest. Wenn du heute das machst, brauchst du gar nichts, sondern wie gesagt, dein Körper wird einfach langsam dafür vorbereitet. Gut, viele denken, oh Gott, das ist mir sehr unangenehm, ich kann das nicht. Wie gesagt, ich sage euch diese Maßnahmen, du kannst eine davon aussuchen oder einige davon, ob es dir passt und kannst du das machen. Und falls es dir nicht passt oder nicht gefällt oder bei dir nicht gut ankommt, kannst du das weglassen. Alles ist je nach deinen Bedürfnissen. Genau. Die zweite Maßnahme ist, wenn du den ganzen Schwangerschaftsverlauf Magnesium genommen hast, gegen vorzeitige Wehen oder gegen harten Bauch, dann musst du ab diesem Zeitpunkt deine Magnesium, egal welche Dosis du nimmst, absetzen. Magnesium ist eine große wehenhemmende Mittel, wo deine Geburt, wenn du weiter das nimmst, verhindert wird, richtig in diesen Prozess zu kommen. Deswegen, ich würde dir empfehlen, lieber Magnesium komplett absetzen, von heute auf morgen. Die dritte Maßnahme ist, du kannst langsam auch deine Ernährung ein bisschen umstellen. Zum Beispiel, du kannst vielleicht mehr, wenn du willst, mehr Gewürze nehmen, wie Kardamom, Zimt oder Kurkuma und sowas. Und dann sagt man auf Deutsch vielleicht scharfes Essen. Scharfes Essen heißt, die regen deinen Kreislauf an
und können auch eine gute Wirkung für deinen Geburtsprozess haben. Wenn du das vertragen kannst und keine Sodbrennen davor bekommst, dann kannst du scharf, ruhig essen. Indisch essen zum Beispiel oder scharfes Essen oder Ingwertee trinken. Ingwer ist auch an sich ein bisschen scharf. Manche sagen, nein, scharf passt es mir nicht, ich kann keine scharfe Sache vertragen. Okay, aber davor ist empfehlenswert. Wenn du davor Beschwerden bekommst, dann kannst du das auch nicht nehmen. Das ist je nach einfach individuell deine Bedürfnisse. Die dritte Maßnahme ist, Himbeerblättertee zu trinken. Himbeerblättertee, das heißt, das tut deine ganze Schleimhäute. Eine davon ist auch Hals von deiner Gebärmutter und Muttermund. Das wird während der Geburtsphase geschmeidiger und weicher. Und wenn du jeden Tag 2 Tassen davon trinkst, eine Tasse ist wenig, 2 Tassen ist empfehlenswert. Wenn du 2 Tassen jeden Tag ab Ende 36. Woche bis 40. Woche trinkst, dann, wenn du während der Geburtsphase bist, heißt das, deine Eröffnungsphase sich schneller in Gang kommt und auch sich schneller öffnet, deine Muttermund. Ist auch empfehlenswert. Manche sagen, nein, Geschmack gefällt mir nicht, ich kann das nicht auch sowas trinken, das ist total schlechter Geschmack und so. Je nachdem, wie es dir passt. Aber ist empfehlenswert. 4. Maßnahme, Bewegung. Ich weiß, du bist jetzt am Ende der Schwangerschaft, dein Körper ist eher träge geworden, du kannst dich vielleicht nicht so gut und geschmeidig bewegen, tut alles weh und sowas. Aber glaub mir, je mehr du dich bewegst, desto wird deine ganze Bindegewebe, Muskeln, alles sich besser vorbereiten zu können. Einige Übungen davon sind die Übungen mit Oberschenkeln. Ich versuche in meinen nächsten Videos einige Übungen, wie man sich besser für normale Geburt vorbereiten kann ich euch auch beibringen. Wenn du meinen Kanal weiter abonnierst, dann kannst du auch aktuelle Informationen von mir bekommen. Und auch einige davon sind auch die Übungen für Geburt, normale Geburt. Dann Bewegung. Aber viele fragen, welche Bewegung? Ich würde dir sagen, du musst nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, sondern du kannst ganz normal einfach spazieren gehen jeden Tag, vielleicht eine halbe Stunde oder sowas, aber ein bisschen harmonischer laufen, mit tiefen Atmungen. Ich bringe euch auch bei nächstes Mal, wie kann man sich besser während der Schwangerschaft tief durchatmen oder atmen ist auch sehr wichtig. Dann, wenn du dich bewegst, versuchst du richtig tief einfach durchatmen. Bewegungen, teilweise die Treppe rauf, runter, machen auch viel aus, kannst du auch das ruhig machen. Dann heißt, bitte keinen Aufzug benutzen, keine nicht so viel im Couch sitzen oder auch liegen und sowas, sondern richtig aktiv jeden Tag mindestens eine halbe Stunde dich bewegen. Gut. 5. Maßnahme. Das heißt, du kannst auch Akupunktur machen lassen. Es gibt viele zahlreiche Kolleginnen, Hebammen, die auch sowas gemacht haben, Zertifikat mit Akupunktur, und dann kannst du bei einer Hebamme 4-mal, einmal in der Woche an deine Beine diese Nadel zu bekommen und dann dieser Prozess, Eröffnungsphase während deiner Geburt, wird richtig schnell gelaufen. Das heißt nicht, wenn du jetzt dich akupunktierst, von heute auf morgen du Wehen bekommst, sondern wenn du während dieser Phase der Geburt bist, dann wird diese Phase verkürzt, bis sogar 2-3 Stunden. Und dann, genau, dann kannst du diese Akupunktur über eine Hebamme machen lassen
das bringt schon, würde ich sagen, viel. Und viele Frauen sind total begeistert, haben auch sehr, sehr positive Berichte über Akupunktur geschrieben im Internet oder auch erzählt. Dann kannst du auch dich auch erkundigen, welche Hebamme in der Nähe von deiner Wohnhaft ist oder wer das übernimmt. Dann kannst du das auch machen lassen. Genau. Ich würde zusätzlich noch einen Punkt auch explizit erzählen. Bitte sei entspannt. Deine entspannte Einstellung macht extrem viel aus. Es gibt wahnsinnig viele Frauen, die sich total unter Druck setzen. Oh Gott, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich bin total dreckig geworden. Ich bin schwer. Ich kann mich kaum bewegen. Ich bin wie ein Pinguin geworden und so. Und wann kann ich entbinden? Ich kann nicht mehr und sowas. Und wenn die Frau sich unter Druck setzt mit ihrer Einstellung, wann werde ich entbinden? Und jeder Tag zählt und total verspannt ist, diese Hormone können sich auch nicht leicht sich produzieren und auch in Gang kommen. Und dann wird alles automatisch blockiert. Deswegen, liebe Mami, bleib entspannt, genieße es einfach, diese schönen Tage mit deinem Baby. Tust du auf deinen Bauch streichen, mit deinem Baby reden, Kontakt aufnehmen und einfach entspannt bleiben und genießen. Und es kommt, wann es kommen soll. Du kannst nicht deinen Entbindungstermin einfach bestimmen, sondern dein Baby bestimmt das und deine eigenen Hormone und Körper. Und deswegen, du hast keinen Einfluss darauf, aber dafür kannst du dich am besten mit solchen Maßnahmen vorbereiten. Bleib entspannt und wenn du über weitere Informationen während deines Schwangerschaftsablaufs oder nach der Geburt besser informieren willst, kannst du meinen Kanal ruhig abonnieren. Dann werden wir uns bald wiedersehen. Schöne Zeit wünsche ich dir. Bis bald. Tschüss. Du bist jetzt am Termin und du wirst langsam nervös und verspannt, was auf dich zukommt. Du kannst teilweise nicht gut schlafen, hast du Schlafstörung. 2-3 Wochen bist du vor deinem Termin oder teilweise am Termin. Jeder sagt dir so viele Informationen, ich habe das bekommen, pass mal auf, du musst das machen, vom Forum, von den Freundinnen und von Mutter, Schwester, Kolleginnen, jeder erzählt dir was. Du hast Angst und du bist ziemlich verspannt und du weißt nicht, was du machen sollst. Dann bist du richtig bei mir. Lass dich überraschen. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Ich bin eine freiberufliche Hebamme und arbeite über 27 Jahre als Hebamme freiberuflich und auch teilweise angestellt war ich. Und würde ich euch heute erzählen über deine emotionale Seite, wenn eine Frau kurz vor Entbindungstermin ist und welche Reaktionen und welche Veränderungen auf ihr Körper kommt und was sie am besten machen soll. Also eine Frau kurz vor dem Termin bekommt sowieso einige Beschwerden wie Rückenschmerzen, Kreuzsteißbeinschmerzen und auch Schlafstörungen. Und natürlich gehört auch dazu viele Ängste und viele Unsicherheiten. Was kommt auf mich zu? Wann soll ich in die Klinik gehen? Wie soll ich reagieren und sowas? Und dann noch dazu kommt wahnsinnig viel auch von Außenseite, viel auch, sagt man, Input,
du musst das machen, hast du entbunden? Und man bekommt auch jeden Tag so viel Anrufe von Verwandten, Mutter, Schwester, Freundinnen, Nachbarin. Hast du entbunden? Wann hast du überhaupt einen Termin? Wann sollst du wirklich entbinden? Und immer solche Anrufe tun dich auch nerven und noch dazu auch deine Laune verderben. Ne? Deswegen, ich würde dir sagen, jeden Tag, wenn du aufwachst und siehst du, dass du immer noch keine Wehen bekommen hast und du bist jetzt ziemlich nah an deinem Termin, ich würde sagen, erstmal, du hast eher nicht so viel, sagt man, Arbeit, Berufsleben zu erledigen. Du bist jetzt in dieser Mutterschaftszeit, dann kannst du einfach richtig genießen und dann musst du nicht jeden Tag shoppen gehen, meine ich, aber wenn du gehst, ist auch okay, in Ordnung. Aber einfach schaust du mal, welchen Ablauf willst du heute machen. Ne? Versuchst du für deinen Tag einfach jeden Tag zu organisieren. Ne? Einmal einige Zeit zum Beispiel ein bisschen Kontakt mit deinem Baby aufnehmen, dein Bauch streichen, mit deinem Baby reden, ohne Handy, ohne Telefon, ohne Fernseher, einfach alles ausschalten und dann in Ruhe mit deinem Baby zu reden. Mein Gott, warum nicht? Dein Baby ist zurzeit deine wichtige Hauptperson in deinem Geburtsverlauf, deinem Schwangerschaftsverlauf. Da kannst du einfach oft deinen Bauch streichen, ein paar Minuten nur in dir hineinhorchen und dann redest du einfach mit deinem Baby. Mein Schatz, ich weiß, wir werden bald nah an unseren Termin, gemeinsamen Treff. Ich werde dich bald in meinen Arm haben und auch richtig real streicheln. Und ich würde dich auch bitten, dass du mich auch bei deiner Geburt, bei meiner Entbindung uns auch schon hilfst und auch begleitest und deinen richtigen Weg in mir findest. Es ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und dann wiederholst du mal paar Affirmationen für dich, das in deinem Unterbewusstsein gespeichert wird. Ich werde bald entbinden und zwar unkompliziert, schön und natürlich. Warum nicht? Du bist sowieso wahnsinnig viel beschäftigt, extrem mit diesen ganzen Erzählungen von den Leuten und auch noch dazu teilweise Unsicherheit von deinem Arzt, Frauenarzt und sowas oder auch Klinik. Ne? Und dann kannst du diese Zeit, wo du wirklich zu Hause bist und teilweise nicht so viel erledigen musst, wenn du über dein erstes Kind schwanger bist, kannst du diese Zeit ausnutzen. Einfach in dich hineinhorchen, mit deinem Baby Kontakt aufnehmen, mit deinem Baby reden. Es fühlt sich alles, er hört dich komplett zu, er weiß wie es dir geht. Glaub mir, das ist eine ganz intelligente Lebewesen in dir und sehr aufmerksam. Na? Deswegen kannst du einfach entspannt erstmal mit entweder entspannter Musik, ich sag dir nochmal, bitte ohne Handy, ohne Fernseher, alles ausschalten, in eine ruhige Atmosphäre, in eine ruhige Stimmung, einfach in dich hineinhorchen, deinen Bauch streichen. Erstmal versuchst du mit deinen Atmungen dich zu entspannen. Tief durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Machst du das 5-mal. Schickst du bewusst deinen Sauerstoff zu deinem Baby hinein. Und dann, wenn du nach 5-mal Atmungen entspannt bist, dann kannst du mit deinem Baby reden. Und dann ihm zu bitten,
dass er bei der Geburt seine eigene natürliche, richtige, korrekte Weg findet. Und beide auf diese natürliche Phase, diesen natürlichen Prozess gut durchgehen. Das ist sehr wichtig. Wenn du das machst, meine Liebe, du wirst automatisch entspannt. Du wirst richtig runterkommen. Und dann versuchst du bitte ein bisschen wenig in diese Social Media wie Facebook, Instagram und sowas dich zu beschäftigen, weil von außen sie tun dich nur unruhig machen. Statt dich zu beruhigen oder entspannen, viele versuchen, die schwangere Frauen kurz vor Termin, das ist einfach ihre Kunst, frag mich nicht warum, die Leute zu beunruhigen, immer über ihre gruselige Geschichte zu erzählen, ja, ich habe das bekommen, ich habe Kaiserschnitt, ich habe sowas, ich habe das, ich habe jenes und sowas. Und dann automatisch die Frauen verlieren ihr einfach Vertrauen an sich. Versuchst du aus dieser Zeit, wo du nicht so viel zu tun hast, außer diese Papierkram und auch sag mal, bürokratische Sachen, was du mit den Formularen für Erziehungsgeld und Kindergeld und sowas erledigen musst, kannst du einfach ein bisschen Zeit für dich nehmen und diese einmalige Schwangerschaft richtig gut zu genießen. Warum hast du eilig? Ich verstehe nicht, weil wenn manche Frauen mir erzählen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr, ich bin jetzt bald entbinden, bitte gibst du mir ein Mittel, wann kann ich jetzt loswerden? Warum? Meine Liebe, diese Zeit ist nur einmalig. Dieser Schwangerschaftsverlauf ist nur einmalig oder vielleicht 2 oder vielleicht 3 Mal, aber kommt nicht so oft vor. Und warum willst du nicht ein bisschen aufmerksam werden zu deinem eigenen Körper und zu deinem eigenen Baby? Das ist das Beste. Genau. Und dann, zweiter Punkt. Wenn du wahnsinnig Angst hast, ich habe Angst vor Geburt, ich habe Angst vor der ganzen Wehen, wie kann ich alles verkraften, wenn ich ohnmächtig werde während der Geburt oder wenn mein Mann umkippt während der Geburt, was sollen wir machen? Meine Liebe, du bist in einem ganz modernes Land und ein modernes Land hat auch eine ganz moderne Klinik. Sogar auch wenn du zu Hause entbindest oder Geburtshaus, die sind alle sehr gut ausgerüstet, alle wahnsinnig gut engagiert, alle sehr gut kompetent. Warum bist du im Zweifel? Wenn irgendwie Kleinigkeit passiert wird, egal, in Klinik, Geburtshaus oder zu Hause, die Leute reagieren ganz schnell, blitzartige Reaktion. Deswegen brauchst du keine Angst haben. Manche sagen, ja, ich habe Angst vor den Wehen. Ich würde sagen, du sollst am besten einen klaren Kopf haben, klaren Kopf schaffen. Wenn du denkst, Angst, okay, dann beschreibe einfach in einen Zettel, von welcher Sache hast du Angst? Ich habe Angst vor Geburt. Okay. Klinik reagiert ganz schnell, Hebamme reagiert ganz schnell, dann wird alles gut gehen. Ich habe Angst vor die Wehen. Ja, vor den Wehen, gut. Dann gibt es so viele Möglichkeiten gegen Wehen, irgendwie Schmerzmittel wie PDA oder Schmerzzäpfchen oder Lachgas oder Hypnose oder wahnsinnig viele Sachen. Ne? Dann können wir auch hinkriegen. Gut. Ich habe Angst, ob ich ein gesundes Baby auf die Welt bringe oder nicht. Mein Gott, heutzutage mit so vielen modernen Technik und Ausrüstungen von den Kliniken oder auch Hebamme und sowas, wie gesagt, sie reagieren ganz schnell, falls irgendwie was sein sollte. Und wird komplett Kind reanimiert und wird wieder gesund. Deswegen, du brauchst gar keine Angst haben. Und das ist total unnötig. Gibt es noch was als Angst, das du auch hast? Deswegen, ich sag dir, manche haben nur einfach
unbewusst so viele Ängste, wo sie überhaupt nicht beschreiben können, wovor habe ich überhaupt Angst. Deswegen schreibst du wirklich, analysierst du in einen Zettel, wovor hast du Angst? Wovon hast du Angst? Angst vor der Geburt? Wen oder wie? Wenn du das machst, automatisch wird gelöst und du hast keine Angst. Okay? Dritter Punkt, was extrem wichtig ist, liebe Mädels, dich impfen. Impfen? Welche Impfung? Dich impfen gegen diese ganze Input von außen. Ne? Jeder erzählt dir gruselige Geschichte. Jeder erzählt dir komische Informationen. Jeder erzählt wahnsinnig unnötige Sachen. Du musst das kaufen, du musst dich sowas vorbereiten, du musst das machen, du musst vor der Geburt das essen oder das machen. Und viele davon sind falsch. Deswegen, impfen heißt, du sollst gezielt dich einfach so stark machen, wo du sagst, ich überhöre das, ich übersehe das. Das passiert mir nicht. Wenn jemand dir sagt, oh Gott, dein Bauch ist zu klein, oh Gott, dein Bauch ist so groß, du kannst einfach sagen, geht's mir gut. Ich habe sowas bekommen in meiner Geburt, Kaiserschnitt, Sauglocke, das, Jens. Du kannst einfach sagen, mir passiert nicht. Es geht mir gut. Ich habe Vertrauen. Ich weiß schon, dass ich schaffen kann. Impfen heißt in dem Sinne so. Es ist extrem wichtig, dich zu impfen. Selbst sich zu impfen. Okay? Ist auch sehr wichtig, würde ich sagen, wirklich. Deswegen, liebe Mamis, genießt ihr das. Das ist extrem wunderschöne Zeit, kurz vor der Geburt. Du siehst, dass langsam dieser heilige Tempel in dir sich eröffnet. Was ist noch schöner als das? Und du wirst langsam nah an deine Treffen mit deinem Schatz werden. Gut. Wenn du noch mehr Informationen über Ablauf der Geburt und welche Maßnahmen machen sollst, am besten welche Techniken und Bewegungen, dann kannst du meinen Kanal abonnieren und du bekommst regelmäßig sehr gute Informationen, korrekte, richtige Informationen von mir, egal während deiner Geburt oder danach. Bis bald, wiederholen, Wiedersehen. Du bist frisch nach der Geburt, ein paar Tage oder ein paar Wochen und du bist total deprimiert, fühlst du dich einsam und isoliert. Du hast keine Lust rauszugehen oder um dein Baby dich zu kümmern und hast du keinen Appetit auf Essen. Du fühlst dich total in ein Loch gesteckt und du weißt nicht, was du machen sollst. Du fühlst dich total hilflos und du brauchst jemanden und du weißt nicht, an wem kannst du dich wenden. Dann bist du richtig bei mir. Lass dich überraschen.